Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Nachdem wir zuletzt ja schon mal ein Bild mit Dosen gemalt haben, was ziemlich wild und chaotisch war, machen wir das in diesem Video noch einmal. Allerdings ist dieses Bild wesentlich ruhiger. Wir können jetzt gemeinsam beginnen und kommen als allererstes mal zum Material. Ihr braucht Dosen in verschiedenen Größen, dann verschiedene Pinsel von ganz klein bis ganz breit und dick, eine Wasserspritze und Acrylfarben. Ich habe gearbeitet mit Titanweiß, Indigo, Aprikot, Cadmium, Orangeton, ein selbst angemischtes Rosa und ein selbst angemischtes Blau-Grau. Zuerst mache ich die Leinwand mit der Wasserspritze gut feucht. Dann habe ich so einen breiten Pinsel und trage damit die Farbe auf. Meine Farbe habe ich wieder in meiner Palettendose, damit sie da drin auch tagelang feucht bleibt. Ich arbeite ziemlich grob, das seht ihr ja. Und anschließend wird mit einem sauberen, trockenen Pinsel die Farbe auf der Leinwand verrieben, sodass ganz weiche Farbverläufe entstehen. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass ihr noch ein kleines Schnapsgläschen braucht. Und während die Leinwand jetzt erstmal trocknet, könnt ihr euch dieses Schnapsgläschen schon mal besorgen. Nachdem die erste Schicht getrocknet ist, wiederhole ich das nochmal. Mache die Leinwand wieder nass, aber nicht ganz so feucht wie das erste Mal. Nehme jetzt noch Grau und Rosa dazu und lege schon einen Schwerpunkt im goldenen Schnitt an. Bedeutet, ich werde im unteren linken Drittel mit der Farbe ein bisschen intensiver. Nachdem das getrocknet ist, kommen die Dosen zum Einsatz. Ich drehe die Dose in der Farbe, sodass der Rand mit Farbe bedeckt ist und gebe die Farbe dann in einer leichten Drehbewegung auf die Leinwand auf. Ich werde auch hierbei im unteren linken Drittel einen Schwerpunkt setzen und da mehr Dosen Kringel machen als im oberen Bereich. In dem gleichen Prinzip verfahre ich jetzt mit einer kleineren Dose. Und die letzten Kringel werden jetzt mit dem Schnapsgläschen gemacht. Soweit sieht das Bild jetzt aus. Wer möchte, kann sich als kleinen Anhaltspunkt davon ein Bildschirmfoto machen. Nachdem das Bild jetzt getrocknet ist, geht es weiter. Ich werde im goldenen Schnitt jetzt den Schwerpunkt setzen
Also in diesem Bereich hier wird viel passieren, da werden die Farben sehr intensiv und dunkel und nach oben wird das Ganze auslaufen lassen. Jetzt beginnen wir mit der Ausarbeitung von dem Bild. Jetzt wird diese einzelnen Kringel ja mit Farbe versehen. Der Pinsel ist nicht ganz trocken, der ist ein bisschen feucht. Wenn ich allerdings eine Farbe wechsle, dann gehe ich nicht ins Wassertöpfchen, sondern putze nur mit einem Lappen den Pinsel einfach sauber. Das spart Zeit und ist genauso gut, als würdet ihr das jetzt immer mit Wasser ausspülen. Ich habe die gleichen Farben genommen wie bisher auch. Das Einzige, was dazugekommen ist, ist dieses Cadmium Orange und ein Indigo. Und ja, ich mache die Kringel oder Kreise jetzt in den Farben so, dass ich jetzt nicht jede Fläche in einem anderen Farbton mache, sondern dass diese Kreise oder einzelnen Kreise einen gewissen Verbund bekommen. Wenn ihr jetzt jede Fläche, die hier entstanden ist, in einer anderen Farbe machen würdet, dann würde das Bild viel zu bunt und unruhig werden. Denn wir haben ja vor, jetzt ein etwas ruhigeres Bild zu machen. Was ihr machen könnt, ist einen Bereich auch schon mal mit 2 Farben anlegen und solange die beiden Farben feucht sind, kann man die wunderbar ineinander arbeiten. Man muss allerdings den Pinsel ab und zu mal mit dem Lappen abwischen. Bitte achtet darauf, dass ihr die einzelnen Dosenränder nicht übermalt, sondern dass die als Farbe bitte stehen bleiben. Alles, was Hintergrund ist, wird hier in diesem unteren Bereich, also in diesem Bereich des goldenen Schnitts, dunkel gearbeitet. Auch hier gilt, solange die beiden Farben feucht sind, kann man die wunderbar ineinander arbeiten. Und ich werde jetzt zum Rand hin und nach oben hin wieder heller. Das kann sein, dass euch das bei der ersten Schicht nicht gelingt, aber bei der zweiten Schicht ist das dann schon wesentlich einfacher.
kleinen Kringel haben jetzt ihre Farbe bekommen und wir werden jetzt mit dem Hintergrund weitermachen. Ich arbeite jetzt mit 2 Pinseln gleichzeitig. Der eine Pinsel ist ziemlich feucht und hat die Farbe und der andere Pinsel ist ganz trocken und sauber und mit diesem Pinsel werde ich die Farbe vertreiben. Zur rechten oberen Ecke hin wird die Farbe immer lasierender. Das bedeutet, ich nehme immer mehr Wasser und im unteren Bereich werden jetzt Spuren wie so eine Art Wellenlinie hineingezogen. Mit dem trockenen, sauberen Pinsel die Farbe wieder verziehen. In dem gleichen Prinzip gestalte ich jetzt auch die obere Hälfte von meinem Bild. Ich lege wieder eine feuchte Untermalung an und in diese feuchte Farbe kommen dann meine kleinen Spuren in Form von Wellen.
Jetzt werden die oberen kleinen Kreise zu einer kleinen Kugel gestaltet. Dazu bekommen diese Kreise eine Licht- und eine Schattenseite in dem Ton, in dem ich sie vorher auch schon angelegt habe. Die feuchte Farbe wird ineinander verwischt. Das mache ich meistens ja 1 bis 2 Mal. Hier sieht man jetzt, da kommt die dunkle Seite dazu und dieses Dunkle wird jetzt wieder in das feuchte Helle hineingezogen. Anschließend muss der Glanzpunkt oder der Lichtpunkt nochmal ausgearbeitet werden. Hier setze ich den Lichtpunkt nochmal auf und verteile die Farbe in den feuchten Untergrund hinein. Je mehr Tonwerte ihr in so einer Kugel habt, umso runder wirkt die. Deshalb gebe ich hier jetzt auch nochmal ein ganz dunkles Indigo in den unteren Bereich hinein, der dann wieder in die Kugel hinein verzogen wird. Dann kommt die nächste Kugel. Ich fange mit der hellsten Farbe an. Dann kommt ein mittlerer Ton. Der könnte jetzt auch ein bisschen dunkler noch sein. Und diese beiden Farben werden ineinander verwuselt. Dann kommt noch ein dunklerer Ton. Zwischendurch mache ich den Pinsel an meinem Lappen wieder sauber. Ich gehe nicht ins Wasser und verstreiche die feuchte Farbe dann ineinander. Den Lichtpunkt setze ich dann nochmal auf, damit es an der Stelle noch heller wird. Verziehe die Farbe dann wieder in die Kugel hinein. Und damit die jetzt noch runder wird, bekommt die auch unten nochmal einen dunkleren Tonwert. Und auch dieses dunkle Indigo wird jetzt wieder in diese Kugel hinein verzogen. Und in diesem Prinzip verfahre ich jetzt mit allen kleinen Kreisen, die oben aufliegen. Die werden alle zu einer kleinen Kugel gestaltet.
Die etwas größeren Kreise werden jetzt als runde Wassertropfen gestaltet. Die bekommen auch eine helle und eine dunkle Seite. Die helle Seite ist unten und die dunkle Seite ist oben. Hierbei ist es wichtig, dass diese kleinen Wassertropfen transparent bleiben. Das bedeutet, der Untergrund muss immer wieder durchschimmern. Direkt unterhalb von diesem Wassertropfen ist ein Schatten, den mache ich mit Indigo, trage die Farbe auf und verziehe die so ein kleines bisschen in das Bild hinein. Zum Abschluss kommen noch Lichtreflexe auf diesen Wassertropfen. Da gebe ich erstmal weiße Farbe auf, die wird ein bisschen verstrichen und anschließend kommt nochmal ein kleiner weißer Tupfen oben auf die hellste Stelle und unten auf die hellste Stelle. Mit allen mittelgroßen Kreisen, die oben aufliegen. Dann gebe ich noch der ein oder anderen kleinen Kugel einen Schatten. Das kann man bei einigen machen, muss man aber nicht bei allen machen. Da, wo man denkt, wo es passt, kann das gemacht werden. Das ist derselbe Schatten wie bei den Wassertropfen. Ganz zum Schluss kommt noch mal über einen Wassertropfen so eine kleine, ja, wie so eine Art Seifenblase. Es soll kein Wassertropfen sein, sondern so eine kleine Blase, die da noch mal über allem schwebt. Bei der Blase mache ich die helle Stelle nach oben und die dunkle Stelle nach unten. Und in so eine Blase kann man dann auch noch mal etwas andere Farben, wie hier zum Beispiel rosa, mit reinnehmen. So, jetzt ist das Bild fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt wieder was gelernt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wäre es schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann wird die viele Arbeit, die ich mit so einem Video habe, auch von euch gewürdigt und honoriert. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben und hoffe, wir sehen uns wieder bei einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, euch allen eine gute Zeit. Macht's gut, eure Monika.